Morgen Leute, heute wollen wir mal wieder einen leckeren Fleischkäse machen. Heute machen wir das auch mal ganz einfach, dass das auch jeder mal machen kann, ohne Fleischwolf. Gut, dazu brauchen wir 500 Gramm Schweinefleisch, gehacktes, und 500 Gramm Rindfleisch. Das verpacken wir als erstes in eine Gefriertüte. Das sind dann 1,5 Kilo. Und das Ganze geben wir in die Gefriertruhe rein, dass es auch schön kühl ist, bis wir dann soweit sind, bis es weitergeht. Kann das mal schön frieren. Gut Leute, als erstes legen wir unseren Pökelsalz ab. Wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch normales Salz benutzen. Ich benutze heute nur Pökelsalz. Nun mal die Waage. Wir nehmen auf 1000 Gramm 20 Gramm Pökelsalz. So. Also auf ein Kilo 20 Gramm Pökelsalz. Das mache ich mal hier rein. So, dann nehmen wir weißer Pfeffer. Auf ein Kilo kommen dann 3 Gramm. Weißer. So, dann kommt Muskatnuss dazu. 2 Gramm auf ein Kilogramm. Dann braucht ihr 0,5 Gramm Ingwerpulver. So, kommt noch ein halbes Gramm Kardamom. So, ich mache da jetzt noch 1,5 Gramm Koriander dazu. Könnt ihr 1 Gramm Koriander nehmen, wenn ihr das möchtet. Dann, ich habe hier noch getrocknetes Bärlauch. Das mache ich noch ein bisschen dazu. So ein Teelöffel. Das schmeckt immer gut. So, was wir jetzt dann noch dazu brauchen, das wäre ganz gut, wenn ihr das hättet. 5 Gramm Futterhilfsmittel auf ein Kilo. Ich nehme immer ein bisschen weniger wie 5 Gramm. Deswegen nehme ich jetzt bei 1,5 Kilo. Nehme ich nur 5 Gramm. So, das sind jetzt genau 5 Gramm. Also ich kann empfehlen 4 Gramm auf ein Kilo. Dann schmeckt mir das auch nicht so raus. Das schmeckt so wie Backpulver. Wenn so viel Backpulver am Kuchen dran ist, so schmeckt das. So, wenn ihr jetzt kein Futterhilfsmittel habt, da könnt ihr dann auch Natron nehmen. Das gibt es auch ganz billig zu kaufen. So ein Teelöffel. Ich nehme jetzt nur ein bisschen dazu, weil ich ja das Futterhilfsmittel habe. Also Leute, für die Bindung geht auch noch ein Teelöffel Backpulver, Natron oder Maisstärke. Benutze ich jetzt noch zusätzlich dazu. Noch 25 Gramm. So, das wiegen wir jetzt auch nur noch ab. Das sind schon 21 Gramm. Das war ein ganz großer Esslöffel. So 22. Also 25 Gramm benutzt ihr. Ich nehme ein klein bisschen mehr, da ich ja auch mehr Fleisch habe. Also 25 Gramm Maisstärke müsst ihr benutzen. So, das wäre dann schon alles mit unserer Gewürzmischung. Das tun wir gleich schön ein bisschen vermixen. Wie es dann weitergeht, zeige ich euch gleich. So, ich habe jetzt mal Fleisch aus dem Kühlschrank geholt und das geben wir mal hier hinzu. Das ist jetzt 1,5 Kilo. Das schafft er noch ganz gut. So, wir geben da schon die Gewürzmischung drüber, dass sich dann alles schön verteilt. Ich gebe jetzt nochmal nicht ganz alles rein, der Rest gebe ich später noch eine Deckelöffnung hinzu. Und dazu brauchen wir jetzt noch 150 Gramm Mineralwasser, eiskalt wenn es geht. Das sind 150 Gramm. Es gibt auch ein anderes Video, da habe ich dann
Brecheis genommen. Könnt ihr euch auch Eiswürfel machen. Könnt es einfrieren in einen Gefrierbeutel und nachher mit der Maschine zerkleinern. Habt ihr Brecheis oder auch kauft es euch. Heute machen wir das mal so mit eiskaltem Wasser. So, ich habe jetzt hier ein Thermometer noch. Das hat jetzt minus 2 Grad. Das tue ich jetzt so lange kuttern, bis es 10 Grad hat. Und erst bei 10 Grad kriegt das erst eine richtige Bindung. Es darf allerdings nicht mehr kriegen wie 14 Grad. Also da muss man aufpassen. Und so ein Temperaturmesser ist natürlich dann von Vorteil. Also ich habe jetzt minus 2 Grad am Fleisch. Und da werde ich jetzt mal loslegen. Ich gebe dann nachher noch die Rest-Gewürzmischung dazu und das Wasser. Ich lasse das jetzt erstmal langsam laufen und nachher stelle ich es auf volle Pulle. So, dann messen wir nochmal die Temperatur. So sieht es schon aus, sieht schon klasse aus, Leute. Ja, jetzt hat es schon 3,2 Grad. Also ich lasse das jetzt noch laufen. So, wir haben jetzt 11,3 Grad. Ich messe das jetzt nochmal nach. Es sind 8 Grad. Lass noch ein bisschen laufen, bis es 10 Grad hat. Dann kriegt das Fleisch erst seine Bindung. Jetzt messe ich das nochmal. Ja, das hat jetzt 10,6 Grad. Lasse ich noch mal ganz kurz durch mal laufen. Jetzt kriegt es erst eine richtige Bindung. Zeigt jetzt 14 an, hat aber nicht ganz 14 Grad. Ich messe jetzt das nochmal. Ja, es hat jetzt 12,3 Grad. 11,7. Das kann man jetzt so lassen. Ich habe jetzt den Backofen habe ich schon vorgeheizt. Probe an Unterhitze. Wie es jetzt dann weitergeht, das zeige ich euch gleich. So Leute, nun geht's weiter. Ich habe mir eine Backform geholt, die tue mir ganz gut einölen. Ich habe mal einen schönen Schuss Öl da rein gemacht, bis die verteile alles. Dass überall bis die Öl ist. Und nun füllen wir unseren Fleischbrät hier rein. Das sollte alles luftfrei gefüllt sein, wenn es geht. Seht ihr, wie das klebt? So soll es auch sein. Hat richtig gute Bindung gekriegt. Ich muss jetzt da noch was dazu nehmen, schon kriege ich es gar nicht ab. So. Mal Löffel ein bisschen nass machen und dann kann man das schön drücken und glatt streichen. Soll luftfrei gefüllt sein. So, das wäre jetzt schon, würde ich sagen, ganz gut. Schön gleichmäßig gefüllt. Löffel noch mal ein bisschen nass machen. Schön glatt streichen. Papier auch ein bisschen nass machen. Und da kann man das dann schön sauber machen noch. Ja.
Dann brennt es auch nicht an hier oben. Was jetzt noch fehlt, wir schneiden unsere Rauten hier rein. Kein Messer benutze. Ich benutze da so eine Plastikspachtel. Mal wieder ein bisschen auch nass mache. Dann geht das besser. Schöne Raute reingeschnitten. So sieht's aus, Leute. So, und das Ganze geht nun in den Backofen. Also ich habe ihn runtergedreht, jetzt von 250 auf 180 Grad. Viertelstunde lang. Und dann gehe ich mal die Temperatur runter auf 160 Grad. 1,5 Stunden. Und dann sollte er fertig sein. Und der Fleischkäse sieht er aus, Leute. Backofen. Das wird hier wieder ganz lecker. Wie gesagt, 180 Grad. Eine Viertelstunde. Und dann gehen wir mit der Temperatur runter auf 160 Grad die restliche Zeit. Wie es dann später aussieht, werde ich euch dann zeigen. So, wir holen jetzt mal den Fleischkäse mal kurz aus dem Backofen. So sieht er ja mal schon nun aus. Das sollte dann so 75 Grad erreichen. Dann wäre dann auch in Ordnung. Ja, das reicht. Das sollte jetzt natürlich noch abkühlen. So, jetzt holen wir unseren Fleischkäse mal raus. Gucken, ob das gut geht. Boah, mein lieber Freund, da ist nichts angebrannt, nichts. Wunderbar. Sieht ja wieder ganz klasse aus, muss ich sagen. So, allerdings hätte ich ihn gerne ein bisschen fester stopfen. So, dann gehen wir auch mal hin. Dann schneiden wir mal so ein Stück ab. Sollte normal erst abkühlen. So, dann schneide ich mal hier schon mal so ein kleines Stück ab. Gucke, wie er dann aussieht. Ha, sieht doch klasse aus, Leute. Toll. Mal 2-3 Scheiben abschneiden. Boah. Ist ja richtig toll geworden. Na, so sieht er aus, Leute. Mama mia, sieht ja wieder klasse aus. Der dampft jetzt noch. Ist noch ganz heiß. Jetzt ist frisches Brötchen und Fleischkäse drauf. Ein Stückchen probieren, wie er schmeckt. Also wirklich ganz klasse. Fantastisch. Ganz lecker. Meine Tochter möchte ich auch ein Stück holen. Kannst du ruhig hier holen. So heiß ist es nicht. Sehr lecker. Echt? Allerhaupt. Siehst du. Ja, ist wirklich lecker, muss ich sagen. Ich muss mich jetzt gerade noch ein Stück schnell abschneiden. Sowas von fein. Muss ich sagen. Ja, jetzt ist erst die Stunde rum. Der hat genau 55 Minuten gebraucht. Das haben wir lecker geworden, Leute. Macht's einfach nach. Schmeckt sauklasse. Oh. So Leute, ich habe noch ein paar Scheiben aufgeschnitten. Für Facebook, für ein paar Fotos noch zu machen. So sieht er aus. Ganz klasse, Leute. Ist allerdings jetzt noch ein bisschen warm, das sollte noch gut abkühlen. Kann ich euch nur empfehlen, das nachzumachen. Ja, okay. Dann sage ich mal wieder Peace out. Ich hoffe, es hat euch etwas gefallen. Sagt mal wieder Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.